Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE. Und wir haben bei Ihnen schon im Laufe des Jahres beobachten können, dass die Umsätze etwas anziehen. Nach 9 Monaten sind sie jetzt sogar über Plan. In Q3 auf Vor-Corona-Niveau. Im Sommer hatten Sie bei uns im Interview noch erklärt, dass die Automobilindustrie und der Maschinenbau das Wachstum so ein bisschen getragen haben. Genau in diesen Sektoren hören wir aber jetzt in den letzten Wochen ganz viel von Logistikproblemen, Materialknappheit, Lieferengpässen und so weiter. Ich denke da beispielsweise an Opel, wo die Mitarbeiter schon wieder in Kurzarbeit geschickt werden und. Wenn zwar jetzt nicht ihre Komponente fehlt, die fehlt ja offenbar nicht, aber beispielsweise fehlende Chips oder ähnliches, wenn dann eine Maschine nicht gebaut wird und Aufträge verschoben werden, dann bringt das ja auch Ihnen dann nichts. Also wie ist die Lage? Bei uns ist die Lage auch im dritten Quartal, wie man ja auch an den Zahlen sieht, sehr, sehr gut gewesen. Wir kriegen eigentlich querbeet über alle Branchen Wind unter unsere Flügel. Insofern sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem dritten Quartal und sind auch positiv fürs vierte Quartal. Darauf zielt sicherlich Ihre Frage auch ab. Klar hat sich die Automobilindustrie, Maschinenbau in den ersten 9 Monaten für uns positiv entwickelt. Hinsichtlich Automobil sind wir sehr stark in der Sitzverstellung drin und Sitze werden natürlich immer gebaut, auch wenn jetzt Autos quasi nicht fertiggestellt werden können wegen des Mikrochipmangels, sind wir trotzdem da eigentlich sehr, sehr positiv durchs Jahr gekommen. Wir sehen auch, dass die Luftfahrtindustrie jetzt auch wieder anzieht und insofern haben wir eigentlich überall Wind in den Flügeln und schauen auch positiv ins vierte Quartal rein. Und der Oktober zeigt auch schon, dass hier die Zahlen auch auf dem alten 2019er Niveau sind. Insofern sind wir durchaus positiv auch für dieses letzte Quartal, als auch logischerweise dann für 2022. Ja, und zwar positiver als noch vor einigen Wochen bzw. Monaten. Sie haben nämlich Ihre Prognose nach oben konkretisiert bzw. nach oben angepasst. Die Umsatzerlöse sollen jetzt in einer Range von 76 Millionen bis 78 Millionen Euro liegen, plus 5 bis plus 8% Wachstum. Davor hieß es mal 2 bis 5% Wachstum. Warum läuft's denn ja doch einige Prozent besser, als Sie dachten? So muss man es ja sagen. Ich denke, was dieses Jahr positiv ist, ich weiß nicht, wie es bei anderen Unternehmen aussieht, dass die Erholung früher eingesetzt hat als ursprünglich erwartet. Wir hatten ja eine stärkere Erholung für die zweite Jahreshälfte gesehen. Wir haben aber dann schon gemerkt, dass schon in der ersten Jahreshälfte die Erholung deutlich einsetzt. Und so konnten wir ja schon im zweiten Quartal ein starkes Wachstum zeigen, was wir jetzt sozusagen im dritten Quartal wiederholt haben. Insofern ist das der wesentliche Grund, warum wir jetzt in diesem Jahr doch besser dastehen als ursprünglich geplant und prognostiziert. Und wir haben natürlich auch unsere Hausaufgaben gemacht. Das hatte ich schon vorher mal gesagt. Allein durch dieses Back-to-Double-Digit-Programm waren wir schon vor Corona so ein bisschen im internen Krisenmodus mit der eigenen Unzufriedenheit. Und so konnten wir sozusagen an den Themen, die wir schon damals gestartet hatten, weiterarbeiten und weiter ausbauen. Und insofern ist es eine Mischung sicherlich aus einer positiven Marktentwicklung, als auch, dass wir intern da schon gut darauf vorbereitet waren. 15,4 Millionen Euro Auftragsbestand stehen gerade in den Büchern, obwohl sich nicht alle Kundenbranchen von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie erholt haben. So heißt es auch in der Pressemeldung. Zuletzt hatten wir dann gezielt nach der Luftfahrt gefragt. Sie hatten den schönen Satz im letzten Interview gesagt, die Luftfahrt liegt noch im Krankenhaus, aber nicht mehr auf der Intensivstation. Schauen wir noch mal rein in die Auftragsbücher. Woher kommen die gerade? Also auch querbeet durch alle Branchen, aber auch Luftfahrt erholt sich gut, muss man sagen. Also insofern auch dort geht es langsam voran. In der Luftfahrt haben wir jetzt so ein bisschen anderes Problem, dass uns die Mitarbeiter ausgegangen sind, das ganze Auftragsvolumen abzuarbeiten. Insofern werden sich da bei uns auch die Lieferzeiten ein bisschen verlängern, leider Gottes. Das ist ja auch so ein Effekt aus der Corona-Krise, dass die Mitarbeiter oder gute Mitarbeiter zu bekommen eher schwieriger geworden ist. Das kennt man ja auch aus dem Gastronomiegewerbe und Restaurant und Hotels und so weiter. Insofern trifft uns das jetzt momentan auch ein bisschen bei der Luftfahrt. Aber querbeet haben wir hier wirklich Aufschwung über alle Branchen. Wo wir noch ein bisschen hinterherhinken, ist in einer unserer wichtigsten Säulen in der Medizintechnik. Das liegt einfach daran, dass Operationen verschoben wurden. Das ist also sozusagen dieselbe Geschichte, die wir auch schon im ersten Halbjahr hatten. Das wird sich sicherlich jetzt durch die steigenden Corona-Zahlen noch mal ein bisschen weiter verschieben. Aber das ist jetzt auf einem hohen Niveau eine gewisse Stagnation. Und insofern denken wir, dass wir da aber in 2022 wieder deutlichere Wachstumsraten sehen werden.
alle solche Dinge wie Engpässe und die angesprochenen Probleme sind ja Corona-Folgen nach wie vor, Nachfolgen oder auch kurzfristige Folgen, denn die Pandemie ist ja noch nicht vorbei und ja, so sehr auf dem Weg der Besserung, wie wir das mal gedacht haben, ist sie vielleicht doch nicht. Sehen wir gerade in den Medien oder auch im täglichen Leben, dass die Pandemie oder die Infektionszahlen wieder anziehen. Wie viel von der aktuellen Corona-Situation ist in Ihren Prognosen denn enthalten? Also was ist das für ein Szenario? Also in unseren Prognosen gehen wir jetzt davon aus, dass es auch keine Lockdowns mehr geben wird. Insofern gehen wir jetzt hier von einer durchaus positiven Entwicklung aus. Wir rechnen, was Rohstoffe angeht, damit, dass sich diese Rohstoffknappheit und die Probleme bei den Lieferketten noch so ein halbes Jahr hinzieht, also so noch locker ins erste Jahreshälfte 2022. Insofern ist das schon eine Annahme, von der wir ausgehen, auch fürs nächste Jahr. Wir sind dieses Jahr, was diese Knappheiten und diese Probleme in den Lieferketten, mit dem blauen Auge davon gekommen. Da gibt es natürlich zwei Dimensionen, die wir betrachten müssen. A, dass der Kunde Aufträge verschiebt, also damit sich auch bei uns Umsatz verschiebt, oder dass wir den Kunden gar nicht beliefern konnten, weil wir selber keine Rohstoffe hatten. Und gerade beim zweiten ist das punktuell auch passiert, aber nicht dramatisch. Wie gesagt, also sind wir, glaube ich, mit dem blauen Auge davon gekommen in Summe und damit sehr positiv. Aber der Rohstoffsituation in den Märkten, auch das, was man so in den Zeitungen lesen kann, wird uns in den nächsten 6, 7, 8 Monaten bestimmt noch begleiten. Und Vermutung ist auch, dass die Rohstoffpreise eher eine längere Zeit auf einem hohen Niveau bleiben werden. Aber das sind Prognosen. Sie wissen, Prognosen sind nur so lange haltbar, wie sie dann auch irgendwie von der Realität eingeholt werden. Aber das sind die Szenarien, mit denen wir gerade planen. Einen Corona-Effekt könnte es ja geben, nämlich im Medizintechnikgeschäft. Mit mehr Corona könnte das wieder stärker anspringen. Da gab es ja eine Sonderkonjunktur, oder ist das im Prinzip vorbei und hat sich schon wieder erledigt? Das würden wir jetzt für uns so sehen, dass das vorbei ist, erledigt hat. Wir liefern zum Beispiel in Beatmungsgeräte rein, aber mittlerweile werden ja hier auch andere Behandlungsmethoden mittlerweile gewählt. Also ich glaube, diese Sonderkonjunktur ist vorbei für uns. Für uns ist eigentlich wichtig, dass in den Krankenhäusern wieder ein gewisses Maß an Normalität einschlägt, die Krankenhäuser auch keine Intensivräume vorhalten müssen und wieder die normalen Operationen durchgeführt werden. Insofern ist das eigentlich eher unsere Hoffnung, was dann auch wieder den Umsatz treibt. Dann will ich jetzt gar nicht so viel über die Segmente sprechen, die eigentlich gar nicht das größte Potenzial haben. Wo sehen Sie das denn? Also gibt es Segmente, auf die Sie sich jetzt besonders fokussieren, bei denen Sie besonders große Erwartungen haben? Also sicherlich für die nächsten Jahre, und das ist das, was wir schon seit Jahren kommunizieren und auch seit Jahren eigentlich dann schon gezeigt haben, sind all diese Life Science Segmente, also ganz stark natürlich Medizintechnik, aber Labor, Pharmaindustrie, Lebensmitteltechnologie, das sind sicherlich die Segmente, wo wir auch ein bisschen überproportional investieren. Also wir werden jetzt auch die Reinraumkapazitäten am Standort Halberstadt ausbauen. Insofern, das ist schon eine unserer tragenden Säulen. An der Stelle grundsätzlich sind wir natürlich froh über alles Wachstum in allen Branchen, wo wir auch noch ein bisschen Fokus drauf haben seit einer gewissen Zeit. Auch durch die Akquisition der APT ist die Halbleiterindustrie, die ja sicherlich jetzt auch einen guten Boom erlebt. Unser Kunde dort, primär auch ASML, wird von der Novoplast und der APT beliefert. Und das ist auch ein Segment, sicherlich nicht die Größe der Medizintechnik, was wächst. Und insofern, wir probieren über alle Branchen zu wachsen, aber Fokus ist sicherlich die Life Science Industrie. Ja, dann wollen wir natürlich nur über Ihren Gewinn sprechen, beziehungsweise die Profitabilität. Das operative Konzern EBIT steigt 64,7% auf 5,8 Millionen Euro. Und dieses Stichwort Double Digit, was ja schon mehrfach genannt wurde in unseren Interviews, also das mittelfristige Ertragsziel, zweistellig, ist mit 9,7% EBIT-Marge ja fast schon erreicht. Das Restrukturierungsprogramm Back to Double Digit. Ein Zitat von Ihnen aus dem letzten Interview war: Jetzt kommt die Zeit des Erntens. Die Themen, die Sie umgesetzt haben, müssen Sie jetzt auch über die Zielgerade tragen, so haben Sie es genannt. Ja, die Zielgerade, die scheint ja jetzt zum Greifen nah. Wie viel Back to Double Digit steht denn überhaupt noch an? Also Back to Double Digit ist quasi für uns vom Projektstatus, wie wir ihn in den letzten Jahren hatten, jetzt in den Alltagsstatus übergegangen. Das heißt, wir suchen natürlich noch nach Effizienzen, Verbesserungen an jedem Standort. Wir haben noch eine, sagen wir, größere, nennen wir es Restrukturierungs- oder Optimierungsbaustelle, das ist die Luftfahrt, was auch mit der Schließung des Standortes der Produktion in Tschechien zusammenhängt. Aber grundsätzlich ist es für uns Alltag geworden. Das heißt, das, was wir seinerzeit kommuniziert haben,
ist quasi abgearbeitet, aber wir machen weiter. Und das ist das Wichtige, dass das jetzt auch in den Köpfen des Managements, der Mitarbeiter drin ist, immer weiterzumachen, immer nach weiteren Potenzialen zu schauen. Und deswegen ist das jetzt in den Alltag übergegangen und aus dem Projektstatus rausgekommen. Ja, Sie müssen ja auch weitermachen, denn es kommen neue Herausforderungen hinzu. Sie haben steigende Material- und Rohstoffkosten selbst gerade schon angesprochen. Wie gehen Sie damit um? Können Sie sowas ohne weiteres direkt und sofort weitergeben an den Kunden oder könnte das umgekehrt, wenn Sie es eben nicht sofort weitergeben können und quasi selbst drauf sitzen bleiben, dann doch eventuell die Margen noch drücken? Sehen wir momentan eher nicht so, dass es die Marge drücken könnte. Das zeigt auch das dritte Quartal, wo wir gegenüber der Inflationsentwicklung im Rohstoffbereich jetzt nicht zusätzlich verloren haben, bezogen auf das Halbjahresergebnis. Bei uns ist das so, dass wir Projektgeschäft haben. Bei dem kann man die Rohstoffpreiserhöhung immer gut weitergeben. Das geht natürlich in die eine als auch in die andere Richtung. Das ist dann relativ flexibel. Beim Kataloggeschäft oder dort, wo man längerfristige Verträge hat, geht das nicht so leicht. Bei längerfristigen Verträgen natürlich in der Dramatik, in der sich manche Rohstoffe gerade entwickeln, wird natürlich auch nachverhandelt. Bei Kataloggeschäft, wo der Kunde quasi aus unserem Katalog und vom Lager bestellt, merken wir oft einen Verzug von ungefähr 3 Monaten, bis wir dann Preiserhöhungen in den Markt weiterleiten. Es ist natürlich immer schwer, mit Preiserhöhungen zu arbeiten, aber momentan ist sicherlich das Thema Verfügbarkeit wichtiger als die Preishöhe und es ist momentan auch, man muss ja nur jeden Tag die Zeitung aufschlagen, ist das schon akzeptiert, dass man mit fundierten Preiserhöhungen in den Markt geht, auch bei unseren Kunden. Ja, dann schauen wir noch in die nahe Zukunft, was noch ansteht in den letzten Wochen des Jahres. Dann ist ja schon wieder Weihnachten, sind nur noch wenige Wochen. Was haben Sie noch auf der Agenda für 2021? Also was wir auf jeden Fall noch machen, einfach diese Projekte weiter verfolgen, die wir machen. Insofern gibt es jetzt keine Sonderagenda für die letzten 2 Monate, die wir ja eigentlich nur noch haben. Klar sind wir jetzt tief im Planungsprozess drin für nächstes Jahr. Das ist sicherlich ein Fokus, den wir jetzt haben, auch mit dem Management zusammen. Klar ist auch, immer wieder Maßnahmen zu generieren, um die zweistellige EBIT-Marge wirklich auch gut abzusichern. Aber da sind wir sehr, sehr optimistisch. Und insofern ist das ein kontinuierlicher Prozess und wir lassen uns jetzt nicht über Kalenderjahre oder weil jetzt 31.12. irgendwann bald ist, davon ablenken, sondern wir arbeiten kontinuierlich an den Themen weiter. Klar ist schon ein wichtiges Thema, die Rohstoffmärkte im Auge zu behalten, denn das erfordert auch gerade bei uns beim Einkauf sehr, sehr viel Kraft und Energie und spontanes Handeln. Das ist schon so ein Leben von der Hand in den Mund. Das ist sicherlich schon ein sehr intensives Thema, insbesondere im Einkauf, aber auch Vertrieb. Und auch wir als Vorstand sind da eingebunden, mit den Kunden zu sprechen, mit den Lieferanten zu sprechen. Aber wir machen so weiter, wir sind auf unserem Weg und insofern über allem steht im nächsten Jahr die zweistellige EBIT-Marge zu erreichen. Und ich glaube, da haben wir mit 2021 schon eine sehr, sehr gute Basis gesetzt. Ja, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Wochen und dann schauen wir im neuen Jahr, wie sich's bei Ihnen entwickelt, Herr Beck. Soweit vielen Dank. Ja. Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.